Welcome to Dirksón Photography and welcome to the Canon R6 review. I picked up the camera in Hamburg and spent the whole day in Hamburg. This video is about the first day with the new Canon R6, and what I wanted to do is to photograph a variety of things, to photograph people on the streets, cars, buildings, and do some self-portraits of myself. What we see now here is I just picked up the camera kind of 30 minutes ago, and photographing people, I'm not a big fan of writing emails. I don't go into photography groups on Facebook. I think the most hardest way is always the easiest, which is if I want to photograph a couple, I just go straight towards that couple and ask them for a photo shoot right there. Usually the people can buy the images later so I can make money with it, or in this case I give them all the images for free and I can use the image for my camera review and show the images. So whenever I see a couple on the streets, I'm always thinking about myself. So I'm always thinking, when I walk around town with my girlfriend and we look kind of nice, I'd love to have an image of that other than just a selfie, but that's very difficult to do. So if a photographer came to us on the streets and say, I'm a photographer, I love photography, when I have nothing to do I go out on the streets and photograph strangers for the joy of taking pictures, I'd love to be part of that. And because of this, I try to do this to other people. So I saw this couple, I saw them, and I could see that they were kind of tourists, that they were just enjoying the day. They were not on the way to work. They were just walking around. And I thought that would be a nice memory for both of them to have some images of themselves. So I'm using here the Canon R6. We will photograph 5, 6, 7, 8 couples or groups this day with the Canon R6 because I wanted to see how good is the camera in real life use. I don't want to read you the spec sheet, I want to give you a real life experience. I have 3 lenses with me with 3 different mounts. The Canon EF 135mm lens, which I put on now, the Canon RF 35mm 1.8 IS macro lens, which I just had on, and the super wide angle EFS 10 to 18mm lens. What that means is there are 3 different lenses from 3 different mounts: APS-C camera mount, full frame mount, and the new RF mount, and we are going to see how well these all work with the new Canon R6. And I would just now roll this video so you can get in. You are in the moment. Now I'm here in Germany, so when I'm talking to the people I speak in German, but I try to give you over the video those moments where I just talk over the video to give you some background information. So I just talk to the couple on the streets and then we photograph them right there where we are. With a lens like this, 135, you don't see anything in the background. It doesn't matter that there are many people. You can blur this out pretty easily just by shooting at f2.0 at 135mm. Face detection works really well here. You see it's exactly the face in focus that I want to have in focus. No one in the background is in focus. Sometimes that can happen, that not your model is in focus but somebody walking towards you in the background. But most of the time the camera is clever enough to understand who or what you want to photograph. Even with sunglasses on or a hat on or looking to the sideways shouldn't be no problem, even shooting wide open. Sorry, komm noch einmal hier ran und dass du dich so ein bisschen hinter sich stellst. Mach mal so. Ja, schön so. Wo ist der Vogel? Ja, schön so. Und schaut auch noch mal so ein bisschen rüber zu dem gelben Zelt in der Ferne. Ja, schön so. Und gibt ihr auch noch einen Kurs? Ja, schön. Ja, super. Und wir können einmal hier in den Gang und dann sind wir auch schon gleich fertig. Jetzt ein Objektiv, wo ich sehr weit weg muss. Ich bin sozusagen sehr nah dran. Ja, schon so. Weil ohne Brille ist es auch sehr gut. Und sonst gib ihm ruhig noch einen Kuss auf die Reihe. Kannst du ihn sonst auch mit deiner rechten Hand einfach so nehmen? Sie können ruhig durchlaufen. Ja, ja. Ja, sehr schön so. Und vielleicht noch mal eins, wenn ihr vorsteht, vielleicht auch mal, wenn du dich hinter dich stellst. Das ist ganz schön als Gespräch. Ja, schön so. Bei unten brille ist es auch sehr gut. Kannst du ihn sonst auch mit deiner rechten Hand einfach so nehmen? Sie können ruhig durchlaufen. Ja, ja. Ja, sehr schön so. Und vielleicht noch mal eins, wenn ihr vorsteht, vielleicht auch mal, wenn du dich hinter dich stellst. Das ist ganz schön als Gespräch.
die Jacke auch so hängen, weiter unten. Ja, schön so. Ich gehe nochmal ja, schön. Genau, ihr dürft knuddeln, knutschen. Ja, sehr schön. Und ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Einmal so. Und gib mir noch einen Kuss auf die Wange. Einmal so. Ja, sehr schön. Welcome to Dirksón Photography. Today we have a very special camera in our hands, the Canon EOS R6, a brand new camera that's still very hard to get your hands on. We tested for one day here in Hamburg. It's a beautiful day, it's Thursday, and I want to do 4 things with this camera. First, I want to photograph people on the streets. That's what I love to do. I go to strangers and offer them a photo shoot. They can buy the images later, or I shoot them for free. Today we do everything for free. Every couple, every group gets all images for free. We just took some images right here where I stand of a beautiful couple. So taking pictures of people on the streets. Second, photographing some nice buildings. We're now here at the harbor. There are boats, water, there are nice architecture places. It's very interesting when you have a camera with you to explore Hamburg. Number 3, I want to photograph cars. Hamburg always has some nice cars around. Now it's Thursday, it's not the weekend, so there might not be as many, but I think we got some nice ones around here. And number 4, I want to photograph myself. I will put the camera on a small tripod, a remote control on it, another one in my hand, and take a picture of myself to see how good will the camera handle autofocus, how good is the flip out screen, how good is eye autofocus. I have 3 different lenses with me, and not just 3 different lenses, 3 different type of mounts as well. The EF 135mm lens for the Canon EF full frame cameras, then the 10 to 18mm super wide angle EFS lens for crop cameras, Canon crop cameras like the 80D, 90D APS-C cameras, and I have the 35 1.8 RF lens, so EFS, EF and RF lens, 35 1.8 with image stabilization and macro function, and this is what we have today, and this is what we're going to use for all of what I just told you. So let's see how it goes. Have you ever tried a Canon camera? Then you will feel right at home with the Canon R6. The body of the R6 is a usual Canon kind of body. You feel right at home. The buttons are a mix of different cameras. We have a wheel to go through images pretty quickly. We have the joystick, which usually is only reserved for the more expensive cameras, and we have the flip out screen with touch functions, so I can shoot from the hip and not be too obvious when I take some of the street photos. So, we are still on the way to our first place in the harbor, the new Hafen city, where we actually want to start taking pictures. But on the way to that, already we got some really nice images of some people on the streets. And one area that I also wanted to test for me is the capability of the camera to take self-portraits. Now, I'm a photographer, I love photography. Photography is super important to me, and I think a photographer deserves to have some images of himself, as he is the one who values photography most, as he puts all his time and energy and money into it. But usually as a photographer you don't have an image of yourself, you're always behind the camera. The technology today with the flip out screen and the face detection and eye autofocus is so great that you can take pictures of you anywhere. I have a small tripod here, it's actually kind of a tripod for smartphones, so it's really not that great for a full frame camera, but with a 35mm it actually works. It's just a little bit low on the ground, but you see I can take pictures of me with sunglasses, without sunglasses, to the light, against the light, close, far away. It's super easy to get some really nice self-portraits of yourself with these modern cameras. It doesn't need to be the R6, but the R6 handles this also really well.
And the 35 1.8 IS macro lens is really a great all-rounder. Many images of this day turn out really beautiful with that lens. And I'm usually a 50mm guy, and 35 is not my favorite type, although I have the Sigma 35mm art lens. But the 35 is a really great combination with the R6, making it a really small, lightweight, capable combination. Many of the buildings, architecture that I photographed turn out really nice with this lens. This video is all about showing you how I got the image. In another video I will show you in Lightroom how I edited these images. Every image is edited in 5 seconds, and we will also go into the details like what about high ISO, how good are the images at ISO 6400, 12800, 51000, 100,000, even the H mode 200,000. We will look at it in Lightroom in a different video, which is coming very soon. LinkedIn-Bilder, möchtest du LinkedIn-Bilder? Und schaut auch noch mal zueinander. Ja, schön. Und schau noch mal zu mir. Und ich nehme noch mal ein anderes Objektiv, wo ich noch einen anderen Look habe. Hiermit muss ich einen Tick weiter weggehen, aber das macht sehr schöne Bilder. Hiermit kann ich sehr nah dran gehen und mit dem anderen... Also bist du ein Tech-Blogger für Kameras oder wie kommt das so? Ich mache eigentlich wenig Text, sondern mehr so, ich würde eher so emotional. Also ich mache viele Shootings, wo ich Leute auf der Straße fotografiere und das dann auch auf YouTube zeige, wie ich das so mache. Aber jetzt, weil Canon die Kamera rausgebracht hat, habe ich mir die ausgeliehen und ich mache ein Video dazu, weil sie gerade neu ist. Aber sonst mache ich das, wie ist der Autofocus, wie ist der Canon. Solche Sachen. Das ist jetzt sehr echt, das ist nicht fake. Ja. Gut, das will immer gut aussehen. Und ich stelle euch einfach noch mal hier zusammen. Ich gehe noch mal einen Schritt weiter weg. Ja, schön so. Wenn ihr wollt, ihr könnt auch einfach entlang spazieren. Ja, einfach von hier oder von hier? Dass du gar nicht zu mir schaust. Ja, schon so. Ich will ihm am Bahnhof so richtig geparkt. Und setz ruhig die Brille einmal auf. Und schaut auch noch mal zueinander. Ja, schön. Ich gehe mal einen Schritt weiter weg. Ist das mit den Beinen auch so in Ordnung? Weil manchmal stehe ich ganz komisch auf Bildern, du musst mir sagen. Das sieht gut aus. Okay. Und nimm ruhig auch noch mal die Hand in die Hüfte und schaut zueinander. Ja, schön. Komm noch mal einen Schritt näher. He's so famous as einer. Schau noch mal zu mir. Ja, schön. Und auch einmal von dir? Ja. Ja, die Brille hat echt einen coolen Look. Auch mit dem Kleid, ne? Ja, also, es sieht so richtig posch aus, ne? Aber Hamburg ist ja schön für sowas, ne? Also, du Ja, kannst hier sind tolle, also hier sind immer so schöne Menschen, ne? Und schaut auch noch mal zueinander. Ja, schön so. Ich gehe auch noch mal einen Schritt zurück. Denkt einfach an, du willst es upliften. Einmal vom da. Nicht so einfach mit der Sonne, ne? Ja, schön. Ich kann euch mal ein paar Bilder zeigen. Ja, voll gerne. Jetzt mal so. Die Bilder sind alle jetzt in schwarz-weiß, aber es sind alle auch in Farbe. Ja, das sah richtig cool aus. Echt ganz cool aus. Ja. Instagram. Ich brauche auch neue Instagram-Bilder. Das ist perfekt.
und sucht dann die schönsten raus. Ja. Also ist auch Cool. Ich guck mal. Ich schau mal. Bilder auf dem Handy dabei. Ich mache die Fotos immer in 2-3 Minuten, wo ich gerade bin. Und Alex ist heute dabei, der filmt mich. Hi. Achso. Wie ich die Fotos mache. Und das ist eine Technik. Ja, ich komme aus Bremen und wohne in Bremen, aber ich komme öfter gerne nach Hamburg zum Fotografieren. Das ist immer aufregend. Und sonst geht noch ein Tick enger zusammen. Vielleicht wollt ihr einmal mit dem Becher anstoßen. Ja. So hier auf euch. Ja, das war cool. Ja, Auf den, was haben wir heute, Donnerstag? auf den Donnerstag. Sonnigen Donnerstag. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Nochmal ein Bild von dir allein. Ja, schön. Auch einmal von dir. Wo ist der Vogel? Ja, schön. Und ich schau einmal so ein bisschen auf die andere Seite zu König der Löwen. Stell dir vor, da kommt gerade dein Traumlöwe vorbei. Okay. Ja, schön. Und auch einmal im Stehen. Ja. Einfach, wir können hier bleiben, dann müssen wir jetzt nicht weggehen. Mit Kaffeetasse oder ohne? Oder einfach so. Seid ihr gute Kumpels? Wir sind. Oder seid, Annika, sind wir gute Kumpels oder? oder seid ihr Kolleginnen? Nee, wir sind Freundinnen. Ah, ja. Kommt ruhig einmal noch auf die Stufe. Damit ich nicht so Und dann seid ihr. Ja, das passt doch hier, ne? Ja, und ich schau mal einmal hier so. Ja, ist schon so. Und ihr geht noch einen Tick enger zusammen, dass ihr schön ja, ist schon so. Und schaut auch noch mal so ein bisschen auf die andere Seite. Stellt euch vor, da kommen eure Traumländer vorbei. Nee, wo investieren? Nee, absolut nicht. Absolut nicht. Wir fühlen uns gerade so cool, wie es gerade ist. Ja, schön. Wir können auch mal ein Bild gegen die Sonne machen. Ja. Kommt ruhig auf die Seite einmal. Ja. Also das liegt schon hier. Wollt ihr die Brille einmal abnehmen? Geht in die Richtung geht, ne? Oder Ja, ist ja. sehr hell? Ja, Es geht, ist ne? hell, Also aber- blendet ein bisschen. Und geht auch nochmal schön zusammen. So. Ja, schon so. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. So. Wenn ihr wollt, dann nehmt ruhig die Hand in die Hüfte. Ja, schön. Und schaut nochmal zueinander. Einfach so. Ja, schön. Ja, ich denke schon Gudi. Sonst, ich habe noch ein anderes Objektiv dabei. Ich mach noch einmal hier. Damit muss ich weiter weggehen, aber der Look ist sehr schön. Ich mach das nochmal so. Gehen wir mal schön weg. Ihr könnt ruhig so bleiben. Und schaut nochmal zu mir. Wollt ihr euch einmal umarmen? Ist das okay? Oder? Ja, schön so. Gudi. Ja, sehr schön. Und noch einmal mit Brille, dass wir uns. Setzt euch nochmal zusammen hin mit Brille. Mit der Kamera sieht das nochmal anders aus. Und wir gucken uns die Bilder gleich einmal zusammen an. Ich mach nochmal einzeln hier von euch. Ja, nimm ruhig noch die Brille. Habt ihr ein paar
Sonnenbrille. Zack. Stehen. Einmal vielleicht ganz oder ein Selfie. Einmal Gegenslicht. Hier. Stativ ist wirklich so lala. Professionell. So when I talk to people on the streets, not everybody says yes to a photo shoot. Sometimes the people, for whatever reason, say no. My ratio kind of is 50%. These two said no. So when I talk to 10 couples, 5 say yes. The first 3 photo shoots we did, we actually had 3 yeses from these 3 groups. So I knew that they had to come a no, and the couple that you just saw on the stairs, they said no, which is totally fine. Success is a numbers game. To get to 10 yeses, 10 photo shoots, I have to also get to 10 no's. I have to be rejected 10 times to get to 10 yeses. That's very important if you want to do this as well, photograph people on the streets and maybe even make money with it by selling them the images. You will find the whole workflow on my website or on the link in the description below. How can you talk to the people? What do I say? What do I say when they say no? How can I still kind of get them into a photo shoot, and how much can I make a day when the people buy the images? I've created a workflow so you can do this too. But in general, talk to 10 people, offer them a photo shoot. You can even do it for free, and then you see how many said yes, how many said no. That is your ratio. Maybe 4 say yes out of 10. So you know the next time you talk to 10 people, 6 say no, 4 say yes. That's your ratio. Knowing your ratio gives you really great power over controlling your outcome. I can start the day and say, today I have 8 photo shoots. All I need is talk to 16 couples or 16 people. She said no, which is totally fine. So we have now 3 or 4 yeses already and 2 no's. So we get to our 50-50% ratio. So a no is no problem, because every no leads to another yes. These 2 people here said yes, and the next couple also said yes. And at the end of the day, we got way more yeses than no's. And what do I say? I'm always honest. I say, I rented this camera for a day. I want to test it for myself, and I want to take some cool people, not just of the cool pictures, not just of the buildings, but also of people. So if you like, I take some pictures of you. You can buy the images later, or I show the images on my website in this video, and I send you the images for free. And then we are already in the photo shoot. I don't know their names, they don't know my name, but we're in the moment doing what we love, or what I love, taking pictures and giving joy to others by doing what I love. So mit deiner rechten Hand zu dir. Ja, schön. Und kommt einmal hier zusammen.
schön so. Ja, sehr schön. Und vielleicht einmal ohne Brille. Wenn jemand sowas vorgibt, dann ist das gut. Schön so. So. Dann haben wir die Elbphilharmonie auch mit drauf. Und schaut noch mal zueinander. Und gebt euch noch einen Kuss. Kommt noch mal etwas näher und dann sind wir gleich fertig. Und gebt euch noch einen Kuss. Ja, schön so. Ich kann einmal eben schauen hier. Ich halte das einfach so. Immer mehrere Bilder und suche dann die T-Shirts raus. Und ihr könnt ruhig einmal so bleiben, das ist eigentlich ganz schön so. Ich brauche nur ein bisschen mehr Abstand hier, ne? Aber das, ich denke, es ist ganz schön. Ja, schön so. Und ihr gebt euch auch noch einen Kuss. Ja, sehr schön. Und sonst stellt ihr sich auch noch mal vor ihn und umarmen Sie ruhig noch einmal. Ja, genau. Und nimmt die ruhig in den Arm. Ja, sehr schön. Und gib mir noch einen Kuss. Ja, schön. Komm noch mal etwas näher. Ja, schön. Und ich denke auch noch einmal hier, wenn du dich so ein bisschen hier rüber nimmst, einfach so, und du hinter ihr stehst. Ja, schön. Ja, schön. Und schaut beide einfach so ein bisschen zu König der Löwen rüber. Ja, sehr schön. Ja, super. Ich kann euch noch mal zeigen. Ich muss immer sehr weit weggehen. Ah, das ist echt cool. Aber der Look ist im Grunde sehr, sehr schön. Oh, wow. Aber man sieht wenig vom Hintergrund, ne? Ja. Ja, habt ihr ein paar Bilder, wo ihr beide... Hi, ich bin Fotograf und ich mache spontane Street-Photography. Ich zeige euch einmal ganz kurz, was ich mache. Wir haben uns ja eben drüben gesehen, aber wir können. Oder ist Englisch besser? In Deutsch ist besser. Okay, ich fotografiere Leute immer da, wo ich sie treffe. Einfach hier und man wird wenig im Hintergrund sehen. Ich habe jetzt ein Objektiv, wo ich relativ weit weg muss. Ihr könnt einfach, du kannst ihn einfach jetzt hier anlegen. So, und du legst dich an den Rand oder jetzt am besten. Genau, oder vom Package. Ja. Und, ja, schön so. Und dreh dich noch einmal um, dass ihr euch anguckt direkt. Ja, genau, ja, schön, ja. Und ein Kuss. Ja, sehr schön. Und ich komme auf, bleib ruhig los und einmal aufmachen.
schön so. Du kannst auch deine Hand so, wenn du deine Hand, ja, oder ja, genau, ja, schön. Und gib ihr noch einen Kuss. Ja, schon so. Und noch einmal, vielleicht einfach. Ja, schon so. Und gib ihr auch noch einen Kuss. Ja, sehr cool. Und vielleicht ein Selfie, wenn du deine Hand hier. Und gib ihm einen Kuss hier. Und nimm du deine Hand auch einmal hier. Und noch, ja, schön. Wir können einmal gucken. Top-Fotos. Ja, schön, ne? Geniale Fotos. So schön, muss man fotografieren können. Und ich mache immer viele Bilder und suche dann die schönsten Bilder. So now we arrive where we actually want to start the day, in the new harbor. There are many new buildings, a lot of people walking around. It's a nice tourist spot. It's really great for photography. There are many people with big cameras out there today. Many DSLRs we've seen. I've never seen so many people with big cameras in their hands than on that day. So this is now the time to take some pictures of buildings, architecture. I have the 3 lenses, the 10 to 18mm STM APS-C lens, pretty small, lightweight, super wide angle lens for APS-C cameras, which works also great on the R6. I have the 135mm 2.0 EF lens, which I use now, and the RF 35 1.8. All these 3 lenses are great for photographing everything, kind of. And the more stuff I bring, the more difficult it is to choose what to actually use. The more I'm in my head. So everybody who wants to go out on a day, I recommend only bringing 1 lens to really enjoy the photography process and not too much thinking about switching lenses, because that's what I was thinking about all the time. Like, oh, I can photograph this building with a wide angle lens or with a telephoto lens, and I'm switching all the time. And as I'm taking these pictures of these buildings here, which is now what I want to do, if I see a couple that I like, I talk to them. I always believe in following my instinct, following my intuition. If I have a feeling like, oh, I could take some nice images of this couple, of this girl, of this group, I have to go into it to be consistent with myself, to be honest to myself. If I see a couple or a girl or a group and I don't approach them because of fear, then I go against my instinct, I go against my gut feeling. I resist. Whatever you resist persists. That is very powerful. And I always go into what I'm afraid of. I always go into the fear, because when you confront the fear, it's gone. You are only afraid of talking to people until you actually talk to them. When you talk to them, even when they say no, you have a great feeling of pride, because you actually acted towards your inner instinct, towards your intuition. So back to the R6. I'm now taking pictures of the buildings. Now I got the RF 35 1.8 on it. Now what can the R6 actually do? We have a great video function. We have 4K mode. We have a variety of frame rates. I'm not a video guy, so this video is all about photography, but the video was kind of the first thought that I had why buying this camera over the other cameras I already have. I'm a big fan of the Canon 6D series. I have the 6D Mark I and Mark II and photographed 1.5 million images with these cameras altogether, mostly on the streets photographing people and weddings. And I'm a big fan of the 6D series, and the R6 is kind of the unofficial follower of that line. And what's beautiful about it is that it has the image, the in-body image stabilization EBIS in it. So my first thought that I had when I heard about this camera, when Canon made the promo video,
was bringing this camera to a wedding, photographing the wedding plus filming it at the same time without a tripod and without anybody else, to have an additional business part to sell to the wedding clients. Now here I was taking some pictures of myself, and then I saw two girls there. I left the camera there with the tripod and walked right towards the girls. They were taking pictures of each other for Instagram, and I believe that success is doing what you love, giving joy to others by doing what you love. I love taking pictures of people, so if I can bring joy to those, then I'm very successful. And so I talk to them, I go with my feeling, with my instinct, and then we take the images. So back to why I would get the R6. I wouldn't get the R6 because of image quality. Now, it is a big point to say that the camera has the same sensor as the Canon 1DX Mark III, which is the case. The 1DX Mark III costs over 7,000 euros, and the R6 with 2,500 euros has the same sensor. So you get the same image, kind of, than the 4,000 euros more expensive camera, which is a big selling point, I think. You want the best camera sensor from the 1DX Mark III, the 7,000 euro camera, then just get the R6 and you get the same. You don't have the body that's kind of for every weather made, unbreakable, but you have a lot of functions in terms of autofocus and image quality from the 1DX Mark III. 20.1 megapixel, not so much, but that will give you great ISO performance in the high levels if you shoot without flash, without light, and outdoors, maybe street photography at night, something like this. Then the R6 comes in handy. When you put on the EFS lenses like the 10 to 80 millimeter that I have, the resolution gets down to kind of 10 megapixel or less, because you only get a fraction of the sensor to the final image. So again, the first idea that I had when I heard of the R6 was to photograph on weddings with this camera plus film free in my hand without a second person as a filmer and without tripods, because of the in-body image stabilization. Combined with a lens like this, the 35 1.8 IS lens, you have a great combination to film while taking pictures. So you take some pictures on the wedding and then you switch the mode to film and film the same moment or just the moment after this, and then you switch to photography. This can be a lot of stress, but you can add a couple of €100, a couple of $100 or even $1,000 for the additional video, which would easily pay for the camera itself if you were to offer this as a feature. So that was the first idea that I had. That was for me the reason to get this camera. Not the image quality. It's not kind of better than any other camera that I use, like the 60 Mark II. On the technical level, when you go to sensor tests in the lab, the numbers might be different. The R6 is probably better, but in real life like this, all the images I took today I can take with any camera from the last 5 years. There's not a difference, except for the autofocus, kind of. I really want to press on the point that you don't always need the most expensive and the new stuff. The 60 Mark II came out at 2,100 euros and is now 800 euros off, so it's 1,300. That is a phenomenal price point and gives you a incredible camera for photography. And if you're a student, if you don't have much money, I really want you to look at these older cameras and save money to put that into a nice lens, to rather buy a lens that lenses make way more difference than cameras. I really want to say this because there are people who don't have much money and want this camera and try to buy this, even though it may not be the best idea, because then you don't have any more money for the lenses. Okay, but you see how easy I can handle here the camera. I can take some nice self-portraits, I can get really close, far away, the autofocus works really well. Although you see it in the Lightroom video where I edit the images, there you see kind of all the images. In this video you see only the ones that I put in here, but in the Lightroom video you see kind of all images. Many images with the 135mm lens were off focus, which I think was maybe with the adapter or the firmware or the lens, but usually face detection IAF on will give you kind of super reliable results even shooting Lightroom. Dann habt ihr ein paar Bilder, wo ihr beide drauf seid. Bisschen höher. Akku schon alle.
Ich packe die Kamera auf die andere Seite. Also ich nehme einmal so. Oder einmal so. Ja, hier ist gut. So what's nice about the R6 also is that you can use the other batteries from other cameras. If you have a 60 Mark 1, 60 Mark 2, 5D Mark 3, 5D Mark 4, 5DSR, EOS R, EOS R5 or the 80D I think has also, they all have the same battery. You can use them for the R6 as well. The R6 has a new battery which even lasts longer than the already great battery that we know from Canon, but the older batteries you can use easily for this camera as well, which is great because when you travel you only have to bring one charger. You may have already some Canon stuff, so you can use the same battery. What's also great is that you have the flexibility to use the different mounts. With the camera comes an adapter, so you can use the, usually, not always, but I think it's often included in the kit, where you can use lenses like this. I have many EF lenses, and with the adapter I can use all my lenses kind of with a native speed. There is no disadvantage with the adapter. The speed is great, the autofocus usually is great. Although in this case the R6 had many problems with the 135mm lens in terms of focusing when I photographed the people, which you will find in the Lightroom video where you see all the images I took. But you see here, all images I show you here are kind of on point. I shoot kind of everything wide open 2.0 because I want to see, does the camera get the focus right? We arrive in the city, we want to photograph cars. On the way I saw these two girls. I think my inner feeling says that would be a nice image, so turn around and say hello. If they say no, totally fine, I just have to act towards my instincts. If they say yes, also fine. Doesn't matter who says yes, who says no. What's important is that I act towards my feelings, and then I'm always in the moment, I'm always in the flow. Go to where your greatest fear is and you have your greatest experiences. Hier sonst eben ablegen. Wir können das einfach direkt hier machen. Aber am besten ohne meine Laufbahn. Das wird man gar nicht. So, sollen einmal mit Brille? Einmal mit, ja, und dann. Wir können ruhig einmal hier gegens Licht, das ist ganz schön mit dem Licht von hinten. Hast du bei dir gesagt, das kommt? Ja, schön so. Ich gehe mal einen Schritt zurück. Bam, 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 bam. So. Gudi. Hast du das reingeguckt? Ja, schön so. Ja, sieht sehr schön aus. Wo ist der Vogel? Und ich komme noch mal einen Schritt näher. Ihr könnt ruhig so bleiben. Sieht sehr schön aus. Und seid ihr gute Freundinnen? Ja. Nehmt euch ruhig einmal in den Arm. Ja, schön so. Und auch einmal, dann einmal schauen. Vielleicht einmal euch beide einmal vor der Wand. Und ihr euch einfach so. Ja, wir können auch ohne. Ich muss auch. Siehst du, was ich alles tue für dich? Ja, sieht gut aus so. Ich kann ruhig durchgehen. Ja, schön. Und schaut einmal so ein bisschen einfach so die Straße runter zu dem Bus ganz hinten. Und stellt euch vor, da kommen gerade eure Traummänner vorbei. Ja, schon so. Und ich mache auch einmal von jedem einmal einzeln, einfach hier vor der Wand. Dann habt ihr ein Bild von euch alleine. Ja, schon so. Und nochmal einen Schritt näher. Einfach so. Ja, schön. Und auch einmal von dir. Wir können uns gleich die Bilder auch einmal anschauen. Und ich komme auch noch mal einen Schritt näher, einfach so. Ja, schön. Und kommt noch einmal einfach hier zusammen, einmal in den Schatten und fotografiere so mit dem freien Hintergrund. Bam, 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 bam. Ja, schon so. Einmal schauen.
Einmal so. Sehr, sehr schön. Und ich nehme einmal noch ein anderes Objektiv. Ich kann euch einmal die Bilder zeigen. Aha, Und ich mache immer mehrere Bilder und suche dann die schönsten Bilder raus. Ja. Ist ganz schön mit der Sonne hier. Ja. Und ich habe noch ein anderes Objektiv, wo ich sehr nah rankomme. Da sieht man ganz wenig von drumherum. Das macht ein sehr schönes Bild. Und wo seid ihr gerade drauf los? Wart ihr gerade shoppen hier? Ja, wir kommen aus Bremen eigentlich. Ah ja. Ich wollte gerade euch wieder fahren, aber. Also, das ist auch so Ich bin auch aus Bremen. Ich habe mir die Kamera hier in Hamburg ausgeliehen, weil es sie im Grunde noch nicht gibt. Aber hier einladen hat die schon. Eigentlich haben die ihren Laden, um den Kunden zu zeigen, aber die verleihen das auch. Und dann hat das geklappt heute. Aber wir fahren auch später nach Bremen, aber wahrscheinlich erst so um 7 wahrscheinlich. Aber Hamburg ist ein schönes Ausflugsziel, ne? Voll nicht weit weg, ne? Mit Zug ist immer easy, ne? Niedersachsen-Ticket oder so. Oder so seid ihr mit Auto? Ah, okay. Ja, geht auch. Ich denke, ich mache mal ein Bild von dir alleine. Ich muss einen Tick weiter weg. Guti. Ja, ist schon so. Ja, sehr schön. Und auch einmal von dir. Also ich kann euch mal zeigen. Man sieht jetzt, man ist sehr nah dran. Und man sieht nichts vom Drumherum, vom Hintergrund. Und schaut nochmal zueinander. Ja, schön. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Ja, das ist sehr schön. Noch ein bisschen, dass ich dich einmal ganz drauf folge. Ja, schön. Und ich denke, kommt ruhig nochmal hier in die Sonne wie ganz am Anfang. Das ist eigentlich ganz schön mit dem Licht von hinten so. Ja, schön. Ich muss ein bisschen weiter weggehen, aber ja, ist schon so. Mal so. Guti. Und ich mache noch mal eins von jedem einzeln und dann fertig. Okay. Mach mal einmal, dass du einmal ganz drauf bist. Guck. Ja, schön. Noch einen Tick weiter. Und einmal noch mit Brille. Ja. Ja, schön so. Ja, echt schön. Und auch einmal von dir und dann ist schon Guti. Dann habt ihr ein paar Momentaufnahmen von heute. Ich guck mal einmal so. Und ich gehe auch noch mal einen Schritt zurück. Bam. Und noch einmal ohne Brille, dann haben wir beides. Ja, schön. Und einmal vom Nahen und dann fertig. Ja, schön. Wir können uns nochmal die Bilder anschauen. Ich halte das mal so. Und ist nicht immer jedes Bild super duper perfekt, aber ich denke. Ja, klar werde ich hier. Die sind trotzdem cool. Wir bekommen besser als andere. Ja, das stimmt. Oh, das ist echt voll auch so von. Ja, die sehen echt gut aus. Oh, das ist süß. Man kriegt einen sehr schön verschwomenen Hintergrund hin und das ist vom Licht auch ganz schön so. Ja, ihr habt beide einen coolen Look. Passt gut zu Hamburg, so vom Stil hätte ich jetzt gedacht, weil Hamburg ist noch ein anderes Level als Bremen, ne? So vom Fashion. Ja, das stimmt.
In this section I want to test the ISO performance, so I shoot at every kind of ISO in this area. I shoot at ISO 6000, 12,000, 50,000, 100,000, up to 200,000. I can't show you in this video all the images with the data that would interrupt the flow of this video. Therefore I made another video in Lightroom, and in that video we will look closely at all these images and how we can edit them still at ISO 100,000. Welcome to Dirksón Photography. Today we have a very special camera with us, the new Canon R6. I got this for one day and I spent this day here in the beautiful town of Hamburg. I want to do 4 things with this camera. I want to photograph people on the streets. I don't know these people. I just go to them, say hi, and then we go into a spontaneous photo shoot. That's number 1. Number 2, I want to photograph architecture. I want to photograph the buildings, the portrait of the city, kind of. I want to photograph cars. Hamburg has always some beautiful cars around. We now just have to find them. And number 4, I want to photograph myself. I put a remote control on top of this, another one in my hand, push the button, camera takes a picture, and I want to see how that works with the new Canon R6. I'm a big fan of the Canon 6D series, 6D Mark I, 6D Mark II, and now the new unofficial follower, the R6. I have 3 lenses to test this camera with, and 3 very different lenses. From the focal length and also from the mount. So here we have the 35 1.8 IS macro lens, the lens made for the new RF system. I also have a 135mm 2.0 lens, a great portrait lens to get really close to the subject. This is for full frame cameras with the EF mount. And I also have the 10 to 18mm super wide angle lens, which is for EFS, for crop APS-C cameras like the 80D, the 90D. And we can use all these 3 different kinds of lenses on this camera. The RF lens natively and the EFS and EF lenses with the adapter that I have here on the lens. And so let's see what we can photograph here in this beautiful town of Hamburg. You follow me along the whole day. I have Alex with me who films me, so you can really see how these images were created in the moment. So let's go. Tick weiter nach vorne. Das ist ein sehr krasser Winkel, so von unten nach oben. Den müssen wir finden. So now I'm done with the people photography, and I'm still missing the cars. I want to photograph some nice cars. So I'm here in the city center, and we got a nice AMG GT 4-door car. And just as I take these pictures, 2 girls walk by and they stop and talk to me and say, "Why are you photographing these cars? Why not us?" And so, so we're now right in the next photo shoot. I didn't actually want to photograph more people. I want to photograph cars, because that's still missing. But I think when they come to me, I cannot say no. So Journalistin, Nee, wie sagt? Fotograf. Ja, Fotograf, aber dann muss man schreiben etwas, oder? Bam, 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 bam. Also das sind hier die Bilder von der... Nur einfach so, was ist Grund dann? Einfach weil ich das Spaß habe. Hobbymäßig. Ja. Und dann die anderen Leute quasi reklamieren dich und dann die anderen Leute fragen, willst du für eine Hochzeit etwas machen oder so? Du machst dann die ganze Zeit Videos. Genau. Okay. Ich mache mal ein Mein Bildchen Deutsch von- ist schlecht, das nicht. Soll ich das halten? Aber guck, ich bin jetzt ganz schmutzig. Ist gut. Sieht man Das nicht. hätte ich so. Ja, schön so. Ah, warte. Was mit meinen Haaren? Ist gut. Ja, schön so. Und geht schön eng zusammen. Und ich gehe noch einen Schritt zurück. Einmal so. Guti. Und seid ihr gute Freundinnen? Ja. Dann nehmt euch einmal in den Arm, dass ihr einen Arm Nicht, dass der... Bleib einmal so. Rein. Okay. Ich kann euch einmal
Ich lache nie, wenn ich Dankeschön. fotografiere. Ich kann euch einmal Dankeschön. zeigen, wie das- Leider habe ich keine 2 für AOI, weil... Oh, wie geil! Guck, wie geile Fotos! Ich will ohne Das Elina. ist ein sehr schön. Ach so. Das ist ein sehr schönes Foto. Aber für was dann das? Ich hab Nee, mir mein die- Deutsch ist Katastrophe. Ich habe mir die Kamera heute ausgeliehen. Das ist eine ganz neue Kamera und ich habe mir die ausgeliehen heute. Und bin ich die Erste, weil ich gerade dich gefragt, du bist die Erste, würdest du die- mich fotografieren? Ja, du bist die Erste. Warum Aber hast du mich nicht gefragt, wie alle anderen Leute? Möchtest du, darf ich ein Foto von dir machen? Ich musste dich fragen, das geht gar nichts, oder? Ich habe dich nicht gesehen. Aha! Ich mach Er war beschäftigt mit dem. Achso. einmal so. Und schau einmal die Straße runter, einmal so. Stell dir vor, da kommt gerade dein Traummann auf dich zu. Oh. Vielleicht in Hamburg, weiß man nie. Und auch einmal von hinten noch einmal. Ich wollte eigentlich gar kein Foto. Danke dir. Was mache ich mit dieser Hand? Ja, ist gut so. Ja, schön. Guti, guti. Ja, sehr schön. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Bam, 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 bam. Ja, sehr schön. Und kannst du dich einmal ein bisschen an die Scheibe lehnen? Einfach Ja. so ein bisschen. Ja, genau. Ja, Was mit meinen Haaren? das tut dein Haar. Guck, guck, guck. Ja, schön. Geil, wir haben jetzt gute Fotos. Keiner kann Und gut. vielleicht eins einmal noch hier gegen in die Richtung. Ja? Einmal so. Ja, schon so. Geh noch mal einen Schritt zurück. Und nehmt euch noch mal in den Arm. Und ich komme noch mal einen Schritt näher. Einfach so. Ja, wir können noch mal. Aber wie sofort sind so gute Fotos? Das verstehe ich nicht. So the last part that I wanted to photograph, I photographed people on the streets, photographed some architecture, photographed myself, self-portraits. Now I want to photograph some cars. So we walk around the city center just for half an hour or so to get some of the cars here. Hamburg is a big town. There's a lot of money in the center, and we want to. That's represented kind of in the cars. So we want to photograph that as well. And now, some last words to the R6. This is not a technical review. I don't want to give you all the spec sheets. You can get that from any review way better than I can do it. I'm not a technical guy. I'm an emotional guy. I want to show you the images. What can you do with it? How do the lenses work with the different mounts, RF, EF, EFS? What about autofocus? What about how to use the screen? You can shoot from the hip like I do a lot. You can tap to focus. You have the autofocus. You don't have to look much about any autofocus points. Faces are automatically in focus. And I want to give you the experience. See me walk around. How do I take the pictures? How do I talk to people? That is what I want you to get from this video. Now let me give you some more aspects about the R6. Now what's great, I think, is that it has 2 card slots. Many people ask for it. It's a no-go to many people to only have 1 card slot. I'm totally happy with 1, but I can totally understand when somebody has a big project and it's a big budget that they need 2 card slot just to be safe. What I also like is that we get 8,000ths of a shutter speed when I'm shooting wide open during the day with 1/4000th of a shutter speed, which the 6D series actually had until then. Sometimes I had to, even with ISO 50, I had to use f2.0 or something like this and not f1.4 with other lenses. With this camera now, with 1/8000th of a second, you can easily shoot all lenses wide open. You have 12 images per second, you have 20 images per second with the mechanical shutter and super silence, so you can shoot in the church or on a wedding in general, or on events or in an interview when people are talking and you want to get some behind the scenes. You can take pictures right next to the people without them noticing that you take pictures. Also great for street photography. The in-body image stabilization I don't need for taking pictures, I've never needed it, but I can totally understand for street portraits or for normal street photography, the usual where people don't know that they are photographed. I can
totally see a creative potential here where you, let's say there's a older woman sitting in the bus stop and you want to photograph her, but you want the cars or the bikes that ride by, you want that to be blurred out. So you have now the image stabilization in body, keep the camera steady, put it at 2 seconds or 3 seconds shutter speed, and then the woman on the bus stop who's sitting there will be totally in focus, but everything that passes by is blurry. And this you would usually need a tripod for, but now with the image stabilization you can get that freehand. So there is a lot of creative potential here. I can totally understand that people want the image stabilization, but for me personally, for what I do, for the images you see here, I don't need it. For video, it's a great addition. It's a super important addition to people who film freehand. And for me as a wedding photographer, it's a big thing to be able to, if I want to or not, I can decide, but I have the option to use film as a side business on the wedding to make another 500 or 1,000 euros more, which would easily pay for the camera just in 1 month if a couple of couples would actually take that additional service. Okay, that's my real life user experience with the R6. If you like the images, every image is edited in 5 seconds with my Lightroom presets. You can find all of them in the description below. Over 40 presets for under 40 euros or dollars. And if you want to photograph people on the streets and also sell them the images in an automated way, you don't have to send any emails, you don't have to write any invoice. I can give you also my workflow, how it works, in the description below. I love to hear your stories. What do you think about the R6 and the R5? What cameras do you have and use? What lenses do you love? How do you like the images from this video? Do you prefer the 35mm look or the 135mm look? Have you ever talked to a stranger on the streets and photographed them? Is that something that you like? Please tell me about your experiences in photography. Making these videos is always joy, but it's always me sitting in a computer, and I'd love to hear more stories from other people. Because what I'm doing is I'm telling my own stories to myself, which is not so exciting than to hear other people's stories. So thank you very much. Yeah, I don't ask for nothing but the sunshine. The race is going one day to blind my eyes, and birds fly around like you can move from wind, fly until they find the place where you have been. Ask for the direction and it's back in time. The workaholics say to say you died, but knowing you'd come back, children awaits you. She open them doors and make them faithful. Nightmares vanish, dreams come true. It's what they say every time they're seeking you. Time starts to tick, air starts to breathe. I wonder what means the day to me. I never thought about waking up in dreams. Never thought about being me. I never thought about just breaking it up. I'm breaking it stuff, I'm breaking it up. Another day is born. Come and wake me up. Another day is born. Come and wake me up. Another day is born. Come and take me up. Another day is born. Come and wake me up. Let them trees grow tall and the seasons go by while you won't leave at all. You're the hope and the strength they'll let her wake up to reach and one life to spend. You count our days, you count our time till then. It's you from the tummy we are born in until the day we end. Can't be bought, can't be taken. Give us light that got us to our happy ending. And each second we're living and each breath we are breathing is cause of you. But they cause you're not leaving, and if you come back just some hours later, the first thing I see in the morning when I wake up